Wir sind Jessie und Roberto und seit bald 3 Jahren bereisen wir mit unserem eigenen Van die Amerikas entlang der Panamericana. Zurzeit sind wir in Argentinien und das Land überrascht uns immer wieder. Selbst diesmal wird unser Bild von Argentinien einmal mehr auf den Kopf gestellt. Aber so schön hier! Unser Ziel ist immer noch Feuerland. In guter Gesellschaft nehmen wir den nächsten Abschnitt in Angriff und wollen an einem Tag nicht nur die berühmte Magellanstraße queren, sondern auch gleich 2 Landesgrenzen kreuzen. Von der chilenischen Grenze hatten wir schon viel gehört und wir sind gespannt, wie das für uns laufen wird. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir sind noch in Argentinien, bald soll es über die Grenze gehen, aber bevor wir das tun, wollen wir uns noch eine Sache ansehen. Es gibt hier eine ganz besondere Lagune und die wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Wow! Also wir haben ja schon vom Blau dieses Sees gehört, aber das hatte ich wirklich nicht erwartet. Krass! Es ist wieder so windig. Ich habe noch keine bessere Lösung gefunden, als eine Mütze anzuziehen. Oh, aber so schön hier. Schon beim Herfahren hat man am Horizont immer mehr von diesen wie abgeschnittenen Hügeln gesehen und tatsächlich befinden wir uns hier auch in einem großen Gebiet von Vulkanen. Es heißt Campo Volcánico Paliaique und es sind immer wieder kleine Vulkane oder Krater oder halt eben das, was davon übrig ist. Die letzte Aktivität war vor etwa 5.500 Jahren, also gar nicht mal so lange her. Ja, und eben dieser Vulkan hier oder der Krater sticht halt hervor durch diese Lagune, die drin ist. Wir suchen jetzt auch einen Weg, damit wir runtersteigen können, weil das wollen wir natürlich auch aus der Nähe sehen. Weißt du noch, als wir in Guatemala waren? Ja. Diese Lagune, wo wir da runtergegangen sind? Ja. Bei Xela? Ja. Erinnert dich das auch so dran? Stimmt. Es ist doch irgendwie ähnlich, oder? Ja, aber nicht ganz so hoch. Und hier ist es doch wesentlich größer und halt einfach karger, habe ich so das Gefühl. Stimmt, da war es viel grüner. Ja. Ja. Aber auch cool und witzig, wie man hier in Argentinien an einen Ort erinnert werden kann, der ja so weit weg ist. Ich meine, Ja. Guatemala, das sind, weiß Gott, wie viele 1000 Kilometer. Immer wenn wir solche Orte besuchen kommen, versuchen wir natürlich so viel Informationen wie möglich zu erhalten, um uns auch ein bisschen vorzubereiten, was uns hier erwartet oder was kann man hier überhaupt sehen. Aber dann steht man hier und schaut hier runter und weiß, dieser See ist fast 300 Meter tief. Hier hinten ist ein Loch. Keine Ahnung, wie der entstanden ist. Also ich gehe meistens weg von den Orten und habe 1000 mehr Fragen als davor. Schön ist es hier. Ja. Nacht nicht mehr ganz so windig wie vorhin. Dieser Vulkanausbruch hier konkret fand vor 10.000 Jahren statt, aber heute noch sieht man,
was für Farben und Formen diese Lavasteine hervorgebracht haben oder hervorbringen. Man sieht immer wieder zum Beispiel kleine Höhlen, wo Gas eingeschlossen wurde und die stürzen über die Zeit dann ein und hinterlassen eben diese Höhlen. Oder die verschiedenen Farben, die man an den Steinen beobachten kann. Orange, grün, bläulich, rötlich. Das Weiße ist Guano, das ist Vogelkacke, das ist nicht vom Stein. Aber trotzdem so einfach diese Kraterwand um einen herum zu haben. Und hier hinten ist ja auch ein Nebenkrater. Also wir sind jetzt gerade im Hauptkrater, daneben ist ein Nebenkrater, der nicht so bewachsen ist. Der fand ein bisschen später statt. Ja, es ist faszinierend. Und auch diese Ruhe, wo nur ein bisschen Gänsegackern und Entenrufe dazwischen hallen. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist ja komplett weich hier. Ja, voll. Das ist ja wie Moos. Also Moos, also Ja, ein Trampolin. voll schräg. Hä? Was ist das? Das piekst richtig und es gibt sogar verschiedene Variationen anscheinend. Von wegen hier ist so viel Leben. Ich frage mich, ob hier auch Fische drin sind. Was meinst du? Könnte eigentlich sein. Zwar noch keinen gesehen, aber... Was für ein Ort. Ja, Das wirklich. ist- Unglaublich. Ja, Mitten im Nirgends. ja. Ich glaube, das ist der Grund, wieso wir auch Richtung Feuerland fahren, weil hier wohl sehr viel Feuer ist. Denn Oder das war. War, ja. Ja. Ich meine, das reicht ja bis Chile. Das ist ein riesiges Gebiet. Und auch diese Lavaströme, die man hier immer wieder sieht. Also schon Wahnsinn. unfassbar. Also Ja, absolut. Hatte Nein. ich von Argentinien so nicht erwartet. Guten Morgen. Morgen. Wie war's? Heute mal richtig gut. Ich merke einfach, seit ich das mache, so regelmäßiger, da merkt man schon den Fortschritt auch und wie gut das tut. Der heutige Tag wird wahrscheinlich lang und anstrengend. Es steht nämlich einiges für uns an. Also möchte ich natürlich auch heute wieder energiegeladen in den Tag starten. Also gibt es auch heute mein AG1. AG1 bietet mir seit bald 3 Jahren meinen morgendlichen Nährstoffboost mit ganz vielen Vitaminen, Mineralstoffen, natürlichen Pflanzenstoffen und auch Bakterienkulturen. Und das möchte ich natürlich im neuen Jahr auch beibehalten. Gerade wenn beim Reisen mal wieder viel los ist, möchte ich mich mental klar fühlen. Aber auch die Muskelentspannung ist mir mit meiner neuen Sportroutine sehr wichtig. Und es sind tatsächlich diese 2 Themen, auf die ich 2025 besonderen Wert legen möchte. Aber ich merke, dass auch allein diese morgendliche Routine mit AG1 einfach einen gesunden Lebensstil für mich mehr ins Bewusstsein rückt. An AG1 überzeugt mich, dass die Rezeptur laufend verbessert wird und sie auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, was durch die Zertifizierung mit der Kölner Liste bekräftigt wird. AG hat aber nicht den Anspruch, eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung zu ersetzen, sondern es geht darum, den Körper durch einen Löffel am Tag mit wichtigen Nährstoffen zu unterstützen. Probiert AG1 einfach aus. Aktuell gibt es auch ein besonderes Angebot im Wert von 69 €. Auf drinkag1.com/chirpytravelers erhält ihr beim Abschluss eines monatlichen Abos ein Welcome Kit, 5 praktische Travel Packs und eine Flasche Vitamin D3 und K2 gratis dazu. Ich kann es nur empfehlen und falls man sich doch unsicher ist, mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt es kein Risiko. Außerdem keine Versandkosten und keine Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Und schaut mal, wer noch dazugestoßen ist. Das Auto hier hinten kennt ihr ja schon. Das sind Tobi und Lena. Sie haben aufgeschlossen und sind auch hier zur Laguna gekommen. Und dieses Auto hier kennt ihr wahrscheinlich auch, viele von euch. Gut, hier von vorne ist es nicht ganz so klar erkennbar vielleicht. Ja, Svenny und Basti, die haben einfach spontan beschlossen, einmal quer durch Argentinien zu fahren. Hola! Oh, so schön, euch hier zu haben. Jungs! Na hallo Peppi! Na hallo! Ja, hallo! Hallo! Hat uns richtig gefreut, Sie Ja. wieder zu sehen. War 2 Jahre her. Hast du schon Ja, gesagt? nee, habe ich noch nicht Okay. gesagt. In Mexiko haben wir sie das letzte Mal gesehen. Ja. Ja, und da war es gestern richtig gemütlich, haben einen gemütlichen Abend zusammen verbracht, ein Weinchen getrunken. Aber jetzt machen wir uns fertig, denn Genau. ja, wir müssen nach Chile rein. Genau, Das ist etwa 10 Kilometer von hier entfernt. Und ja, machen wir den Van fertig und fahren los. genau.
ganz schön voll, der Mülleimer. Ja. Das ist auch platt. Oder Jessie wegfliegt bei den Milch. Ja, der Müll oder ich, eines von uns fliegt weg. Ne, der Müll wird halten. Ja, jetzt 10 Kilometer und wir sind an der Grenze. Der Plan für heute ist, etwa 300 Kilometer zu fahren, was eigentlich nicht nach viel klingt. Aber dazwischen liegt eine Grenze und auch noch eine Fährfahrt und eine zweite Grenze. Denn der Plan ist, dass wir heute nach Chile reinfahren, da etwa, was sind das, 200 Kilometer fahren, nicht einmal, und dann wieder nach Argentinien reinfahren. Idealerweise würden wir ja bis Ushuaia fahren, aber das ist einfach zu weit. Das macht keinen Sinn, das so irgendwie reinzuquetschen. Von dem her, ja, ist heute ein ziemlich intensiver Tag wahrscheinlich und ich hoffe einfach, dass alles gut klappt. Ich bin weniger nervös als auch schon bei einer Grenze, aber ich hoffe einfach, dass die jetzt nicht irgendwelche Lebensmittel finden, die sie dann wegnehmen wollen, einpacken wollen. Eigentlich soll es okay sein. Ein paar Dinge könnten sie vielleicht beanstanden, aber ja, man weiß es halt vorher nicht. Wir müssen gucken. Ja, ich glaube, wir müssen hier mal parken und nach vorne laufen. Das ist ja eine schnelle Nummer heute. Ja, das hatten wir so nicht geplant. Wir sind zwar früh hier dran, aber stehen ganz viele Autos und ganz viele Menschen. Hast du gesehen, wie viele da hinten stehen? Das ist eine Riesengruppe. Ja. Okay. Gut, komm, wir schauen mal. Ja. Die Ruhe selbst strahlt. Genau, die Ruhe selbst. Das Prinzip ist auch hier wieder dasselbe wie bei den letzten Grenzen in den Amerikas. Auch hier braucht es etwas Geduld und vor allem eine positive Einstellung, was in guter Gesellschaft natürlich leicht fällt. Schritt für Schritt klären wir alle Formalitäten und schon haben wir die erste Hälfte hinter uns. Die argentinische Seite haben wir geschafft. Wir sind jetzt raus aus dem Land, jetzt müssen wir nur noch nach Chile rein. Das heißt, wir holen das Auto, fahren etwa einen Kilometer vor. Da ist dann die chilenische Seite mit Zoll und Migraciones und all dem. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Das langwierigste war das Warten in der Schlange, Die jetzt nicht mehr die hier jetzt natürlich verschwunden ist, aber ja, ganz gut alles bis jetzt. Die Einreise nach Chile können wir sogar noch schneller abwickeln, obwohl hier die Kontrollen besonders streng sind. Frische Lebensmittel und vor allem Obst und Gemüse dürfen offiziell nicht eingeführt werden. Deshalb macht es auch Sinn, entsprechend zu planen. Wir sind durch! Das ging jetzt ziemlich gemütlich. Also Ja. richtig entspannt. Also ich war abgelenkt, ich habe gequatscht. Was hat er hinten gemacht? Der Hund war da hinten und hat geschaut, dass wir mit dabei haben. Ah ja? Ja. Okay. Wir warten kurz hier auf die anderen. Ja. Haben Sie die Früchte genommen? Ja. Ja. Alles, was wir da bereitgestellt haben. Sehr gut. Ja, dann ist ja voll okay. Also Hauptsache, wir sind durch, wir dürfen jetzt nach Chile rein. Und ja, Jetzt mal fahren. jetzt mal fahren. Ah, ich freue mich. Es lief richtig gut. Ja. Wir haben heute aber noch eine weitere Grenze. Ja, aber ich glaube, die Argentinier sind relativ entspannt. Das ging ja schnell. Wir waren jetzt wie lang? Eine halbe Stunde unterwegs? Ja. Nicht ungefähr. einmal. Und wir sind schon an der Fähre. Sieht auch so aus, als würden wir vielleicht noch draufkommen. Ich weiß nicht. Also, meinst du, es klappt nicht mehr? Ich weiß nicht. Aber ja, es ist voll schräg auch hier zu sehen. Also es gibt hier sogar ein Schild, das darauf hinweist, dass wir jetzt einfach über die Magellanstraße fahren. Wie ist das möglich mit dem eigenen Van hier? Feuerland ist ja eine Insel und darum kommt man eben, ich glaube nicht, dass die hier eine Brücke haben, oder? Man muss halt eben die Fähre nehmen, um da hinzukommen. Wir fahren dann eine halbe Stunde etwa, glaube ich. Und ja, das Meer ist ganz schön wild. Man sieht sehr viele Schaumkronen auf den Wellen. Also ich hoffe, es wird nicht allzu wild. Aber man sieht das andere Ufer schon. Also weit ist es ja nicht. Hola, buena. No, no pasa nada. ¿Conseguimos o ya está llena? No, con este ya lleno ya. Ja, lleno. ¿Y cuánto va más o menos? Die Fähre haben wir jetzt leider verpasst. Man sieht, die fährt gleich ab. Wir müssen jetzt auf die übernächste warten, denn die nächste wird mit Öl und Treibstofftransporte beladen. Und ja, jetzt warten wir hier mal eine Stunde, essen vielleicht was, schauen noch mit den anderen und... Empanadas! Ja, Empanadas! Ja, naja, ist halt so.
eklig draußen. Ja, wirklich so richtig eklig nass, kalt. Oh. Machst du die Kaffee? Ja, ich mache Kaffee. Empanadas habe ich auch schon rausgeholt. Okay. Perfekt. Richtig lecker. Boah, auch nach einer Stunde ist das Wetter nicht besser. Es ist immer noch so grau und eklig. Ja, aber das Nicht Boot schön. ist gleich hier. Wir können dann gleich loslegen. Ja, Ja, er meint schon. okay, Wir können gleich los. sehr gut. Pünktlich, wo jetzt das Schiff kommt, kommt auch die Sonne raus. Es ist einfach perfekt. Oh, ich hoffe nur, das Meer wird damit auch ein bisschen ruhiger, wenn es nicht so wettertechnisch so wild ist. Der Wind hat sogar ein bisschen nachgelassen, aber das ist wahrscheinlich trügerisch. Da scheint ja alles gut geklappt zu haben. Ich glaube, es sind jetzt alle Autos drauf. Richtig voll. Dann fahren wir gleich mal los. Wo sind denn die anderen überhaupt? Ah. Wir sind einfach die Letzten. Als Erster reingekommen, als Letzter raus. Wir haben einfach die Magellanstraße gekreuzt. Wie Einfach krass so. ist das denn? Einfach so. Also das Runterfahren hat ein bisschen gedauert, weil der musste ja erst noch das durch den starken Wellengang angespülte Kies zur Seite bringen mit dem Bagger. Aber wie krass ist das? Und jetzt sind wir auf dieser riesigen Insel Feuerland. Ganz schön windig hier! Ich kann die Tür nicht loslassen, die fliegt sonst weg. Alter, was ist das? Boah, das war mal ein Wind. Das ist ja richtig übel. Ja. Also, ich habe wirklich Angst, dass wir irgendwann mal vergessen, die Tür zu halten und dass sie einfach wegfliegt. Das ist ja nicht normal. Und die an der Tankstelle meinte so, ja, das ist ein normaler Wind. Ich spinne doch. Es ist ein langer und intensiver Tag mit vielen Kilometern. Wir gelangen zu unserem zweiten Grenzübergang und sind froh, dass die nötigen Formalitäten rasch geklärt sind. Immerhin ist es hier im Süden lange hell und dennoch nähert sich die Sonne langsam dem Horizont, als wir uns müde endlich unserem Platz für die Nacht nähern.
zumache. Mach zu. Ah, Mist. Ah, wie ist es draußen? Oh, ich krieg's jetzt nicht zu, wir stehen schräg. Ja. Ah. So. Ah. Boah, es zieht gleich so kalt rein und windig. Es ist so ungemütlich. Wie war es draußen? Richtig kalt. Also mir sind die Hände eingefroren. Es ist so kalt draußen, obwohl die Sonne scheint. Ja, merkt man nicht, oder? Nein, merkt man nicht. Ich war jetzt noch bei Serafina und Michelle. Ja. Ein bisschen gequatscht. In der Kälte. In der Kälte, ja. Aber da hat es nicht so gewindet. Ich weiß nicht, wir stehen hier irgendwie komplett falsch. Ja, offensichtlich. Ja, aber Willst du Kaffee zum Ja, Aufwärmen? ich nehme jetzt Kaffee. Wir wussten ja, dass also Patagonien ist ja bekannt für den vielen Wind und starken Wind. Und bisher hatten wir ja eigentlich Glück. Also es war schon windig, aber jetzt nicht so schlimm wie jetzt die letzten Tage. Also jetzt ist es so, man geht einfach nicht raus, wenn man nicht muss. Es ist echt übel. Ja, es sind alle verkrochen. Es sind alle verkrochen. Normalerweise würden alle mit den Stühlen rauskommen, gerade wenn die Sonne scheint. Und jetzt ist einfach jeder drin, der kann. Aber die Wettervorhersage für Ushuaia unten, das ist ja nicht mehr so weit, ist ein bisschen besser. Da soll es nicht ganz so stark winden. Also wir sind guter Hoffnung. Kaum zu glauben, dass wir bald am südlichsten Punkt unserer Reise sind. Eigentlich hätte Ushuaia und Feuerland das Ende unserer Reise bedeuten sollen, aber ja, irgendwie haben wir mal wieder was anderes gemacht wie alle anderen und da geht es bei uns erst richtig los. Ja, ich freue mich schon riesig drauf. Wir beide freuen uns riesig drauf. Ja, wir freuen uns richtig. Ja. An der Stelle auch ein großes Dankeschön noch an AG. Vielen Dank und schaut gerne bei Ihnen vorbei. Und damit sehen wir uns im nächsten Video und hoffentlich seid ihr da wieder dabei. Hasta luego! Hasta luego! Tschüss! Wissen, was uns hier erwartet. Erwartet. Ciao! Ja, und es sind noch ein paar andere Mitcamper hier, die freundlich grüßen.